Hey YouTube, Tarsot Commander hier. Ich habe erneut ein Tipps und Tricks Video für euch und da ich gerade dieses Material da hatte, geht es diesmal ein wenig um das Thema Mörsern. Für die Bedienung des Mörsers gibt es, denke ich, keinen großen Erklärungsbedarf, aber es gibt ja doch ein paar Feinheiten, was das Gameplay damit betrifft. Was ich damit meine, ist die Tatsache, dass sobald ein gegnerischer Mörser auf der Karte ist, man eigentlich automatisch in eine Duellsituation kommt. Am Anfang von diesem Video hat man schon erschwerte Bedingungen gesehen, da im gegnerischen Team 2 Leute an den Mörsern saßen. Es war mein Glück, dass sie nicht sofort realisiert haben, als ich meinen Mörser aufgestellt hatte und ich so direkt einen Kill machen konnte. Geil, ich habe denen ihre beiden Mörser gerade zerstört. Mit Mörser. Mit meinem Mörser, weil die es nicht gecheckt haben. Haben die schlauen Typen sich direkt nebeneinander gestellt, oder wie? Nö, ich habe sie mit 2 aufeinanderfolgenden Schüssen zerstört. Aber denkt dran, nach jedem Schuss oder jedem zweiten Schuss umzuziehen. Ja, der haben nämlich schon wieder einen neuen. Ja, mein Mörser wird gerade schon weggefickt. Ich brauche einen neuen. Gut, du hast ja Munition. Ja, das ist das Gute als Support. Jetzt jagt er mich natürlich. Okay, der ist jetzt auch weg. Ah shit, da hat er sich aufgestellt. Ja, so ein Spaß mal Munition hier irgendwo hin. Hab ich eigentlich schon, aber gut. Dann Spaß mal näher. Ah, der andere hat auf mich geschossen. Ja, von A, ja. Jan, Mörser mal auf A. Ich bin gerade im kompletten Duell mit den gegnerischen Mörsern die ganze Zeit. Ja, Mörser auf A. Ich meine, ich gewinne es, aber trotzdem. Hier haben die Gegner dann in der Zwischenzeit geschaltet und ich muss permanent die Position wechseln, da es eben zu der vorgenannten Duellsituation kommt. Das heißt, Mörser schießt auf Mörser und man hat gar nicht die Gelegenheit, das zu tun, was man eigentlich tun will, nämlich die feindliche Infanterie mit dem Mörser niederzuhalten und idealerweise ihren Vormarsch zu stoppen. Und bei einer Rush-Map wie hier natürlich auch zu verhindern, dass sie die MCOMs scharf machen, wofür der Mörser in so einer offenen Situation ein sehr gutes Tool sein kann. Eine andere Map, auf der das ebenfalls sehr gut funktioniert, ist übrigens Seine-Überquerung als Angreifer. Ich habe jetzt leider kein passendes Material dazu da, aber es gibt ein Video von Level Cap dazu, wo man sehen kann, wie man in einem Innenhof den Mörser aufstellt und damit das B-MCOM der ersten Stage, an dem sich die Verteidiger typischerweise verschanzen, so mit Mörsergranaten eindecken kann, dass die eigenen Leute die Gelegenheit zum Durchbruch haben. Einen Link zu diesem Video findet ihr auch in der Beschreibung. Nice. Meiner Meinung nach sind Mörser insbesondere auf Rush-Maps nützlich, wo sich oft sehr klare Fronten bilden und viele Gegner dicht beieinander sind. Bei Eroberungsrunden gibt es eher seltene Situationen, wo sehr viele Gegner auf einem Fleck stehen, sodass sich das Mörsern lohnt. Denn einzelne Gegner sind schwer zu treffen, häufig reicht ein Schuss nicht aus, um sie zu killen und halbwegs gute Spieler realisieren, wenn sie von einem Mörser beschossen werden und wechseln sofort ihre Position. Natürlich funktionieren Mörser auch im Team-Deathmatch ziemlich gut, allerdings sind sie da, selbst auf Servern, die sonst wenige Regeln haben, häufig verboten. Generell versuche ich mit diesen Videos teamorientiertes Gameplay zu propagieren. Das gilt natürlich auch für Mörser und ähnlich wie mit Snipern ist auch da zu beachten, dass man darauf achten sollte, was das Team macht. Gibt es noch keinen Mörser auf der eigenen Seite und man wird die ganze Zeit von feindlichen Mörsern genervt, dann ist es natürlich in jedem Fall sinnvoll, sich selbst einen Mörser zu nehmen und zu versuchen, dem ein Ende zu bereiten. Wenn aber schon 3 oder 4 Leute an Mörsern sitzen, ist es meistens nicht sinnvoll, sich selbst noch dazuzusetzen, selbst wenn man natürlich ein paar Assists und den einen oder anderen Kill noch kriegen kann. Es ist nämlich auch ein Nachteil für das eigene Team, wenn man selbst an der Front fehlt. Während man hinten am Mörser sitzt, kann man keine Verbündeten wiederbeleben, keine Munitionskisten oder Medipacks aufstellen und in der Regel noch nicht mal Gegner spotten. Wenn also viele Leute an Mörsern sitzen, mag das für die Feinde durchaus sehr nervig sein, aber wenn dafür keine Leute da sind, die die eigene Front verteidigen, wird der Feind im Endeffekt trotzdem durchbrechen können und die Missionsziele erobern.
Ein anderes Problem ist, dass man manchmal keine Hitmarker kriegt, auch wenn man auf einen Gegner ganz gezielt schießt, der sich auch nicht bewegt, da man natürlich am Mörser nicht unbedingt erkennen kann, wo irgendwelche Hindernisse sind und die Granaten wirklich eine realistische Flugbahn haben, sodass sie auch irgendwelche Bäume treffen können oder Antennenmasten oder sonst was und letztlich nicht beim Ziel ankommen. Ich werde unten auch nochmal ein Video verlinken, wo Duskrow im Helikopter von einem Mörser abgeschossen wurde. Auch hier im Hintergrund könnt ihr immer wieder sehen, wie ich in Gegnerhorden reinziele, wo man eigentlich nicht vorbeischießen kann und dann einfach gar kein Hitmarker kommt. Ich kann nicht nachvollziehen, was ich da getroffen habe, aber irgendein Hindernis war offensichtlich im Weg. Man bekommt hier natürlich nicht viel von der Schlacht mit, die vorne an der Front tobt. Und zwischendurch war es offensichtlich ein ziemliches Problem für unser Team, dass die feindlichen Sniper dafür gesorgt haben, dass sie keinen Kopf aus der Deckung stecken konnten. Deswegen habe ich zwischendurch versucht, mal auf diese Sniper zu mörsern, allerdings nur mit eingeschränktem Erfolg. Da kam wieder der typische Fall zum Tragen, dass man häufig Hitmarker kriegt, aber eben nicht genau getroffen hat. Und wenn man dann auf gut Glück noch eine Granate hinschießt in der Hoffnung, dass der Feind sich nicht bewegt hat, stellt man nur allzu oft fest, dass man eben keinen Hitmarker mehr kriegt, weil der Sniper offenbar intelligent genug war, um sich zurückzuziehen. Hier an dieser Stelle zeigt sich jetzt ein weiteres Problem. Für mich ist es, wenn ich am Mörser sitze, immer so, dass ich versuche, möglichst konstant auf irgendwas zu schießen, da man schon sonst nichts machen kann. Und sowieso auch nicht immer trifft, wenn man auf die Gegner schießt. Wie euch vielleicht aufgefallen ist, hatten die feindlichen Versorgungssoldaten ihre Mörser hier nicht mehr konstant stehen und das Duell war etwas abgeflaut, was dazu geführt hat, dass ich sozusagen auf dem falschen Fuß erwischt wurde. Ich war dabei, konstant auf feindliche Infanterie zu schießen, habe es viel zu spät gesehen, als ein gegnerischer Mörser aufgestellt wurde und war dann in diesem Moment nicht feuerbereit. Das hat irgendwie eine Kaskade losgetreten, bei der es immer so war, ich stelle meinen Mörser auf, schieße auf Infanterie, dann erscheint plötzlich der gegnerische Mörser, mein eigener ist nicht bereit und ich muss letztlich einfach so wegrennen und kann den gegnerischen Mörser eben nicht ausschalten. Ach, dieser Mörserkerl nervt mich gerade, ey, weil der so ein Timing hat, dass ich immer gerade nicht schießen kann, wenn er seinen Mörser aufstellt. Du musst einfach warten, bis er seinen Mörser aufstellt. Ja, aber der macht's nur alle 5 Minuten, ey. Das nervt mich. Da hinten steht schon einer. Komm, den krieg ich. Oh. Diese Mörserduelle werden dann häufig sehr langatmig, denn man schießt, der feindliche Mörser wird aufgestellt, man muss wegrennen, Munitionskiste hinstellen, warten, dass man einen neuen Mörser bekommt, diesen dann wieder aufstellen, stellt fest, dass ein feindlicher Mörser da ist also quasi gezwungen, auf diesen zu schießen, wenn man nicht sterben will, hat dieselbe Situation, dass man dann sofort wegrennen muss, sich neben die Munitionskiste setzen muss und warten muss, dass man einen neuen Mörser bekommt. Das geht hier eine Zeit lang so und was ihr dann seht, ist, dass ich zu gierig geworden bin. Ich habe gesehen, dass der feindliche Mörser erscheint und verschwindet, wusste, dass das heißt, dass er auf mich schießt, aber ich habe gewartet, dass meine eigene Granate geladen ist, um selbst noch zu schießen. Und in der Folge hat dann der feindliche Mörser mich gekillt. Ah, shit, und ich wurde vom Mörser getroffen. Schade. Das soll es dann auch gewesen sein für heute. Wie üblich, wenn es euch gefallen hat, klickt den Gefällt mir-Knopf und wenn ihr Interesse an weiteren Videos habt, klickt abonnieren. Bis zum nächsten Mal.